Ja Leute, herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut. Heute gehen wir nochmal ein neues Thema an, nämlich Momo Cissé, aktuell ein Spieler, der bei uns mittrainiert und vor allem sehr interessant aufgefallen ist im Spiel gegen Aue, hatte da gute Akzente gesetzt, meiner Meinung nach, seitdem er drin war, hat dann auch ein Tor vorgelegt und hatte weitere gute Aktionen, dribbelstark war er, sehr, sehr schnell, sehr, sehr flink. Auch mit einer guten Entscheidungsfindung, wie ich finde, und auch mit einer guten Flankenquote. Da kamen ordentlich viele Bälle an und hat dementsprechend gezeigt, dass er definitiv was am Ball kann und auch diese Qualität hat. Damals hielt man sehr, sehr viel von ihm in Stuttgart. Nun hat er wirklich seit 1,5 Jahren keinen Verein mehr gefunden. Und das ist vor allem belastend für so einen Spieler, der wirklich scheinbar die Qualität hat, auf jeden Fall dritte Liga zu spielen. Und deswegen wollen wir heute in das Thema reingehen, ob er vielleicht seinen Profivertrag beim FCM bekommt oder wie man es löst. Viele hat das definitiv nicht ausgeschlossen, dass er einen Profivertrag bekommt. Dementsprechend gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Und da wollen wir direkt mal reinschauen. Nämlich wollen wir direkt mal in seine Karriere aktuell reinschauen. Er kann links außen, rechts außen und rechts Mittelfeld bespielen. Da sind wir relativ breit mittlerweile aufgestellt. Auch das muss man sagen, 36-Mann-Kader, da ist schon das schwierig für ihn, sich da nochmal durchzubeißen. Wenn es dann 37 sind es dann vielleicht auch irgendwann, sagen wir ein bisschen zu viel. Ich hätte auch eine ganz interessante Idee bei ihm. Er ist auch ehemaliger Spieler Guianias, also er hat definitiv was drauf. Vor allem, wenn man sich die aktuelle Saison anguckt, da werden wir erstmal nichts finden. Aber wir wollen gerne mal 22, 23, da hat er noch gezockt, hatte da in der polnischen Liga gespielt, in der Betlik A-Liga, 1-Liga und da auch nicht wirklich überzeugen können, kam dann zurück von der Leihe und dann wurde im Endeffekt abgegeben, hatte davor in der ersten polnischen Liga ein Tor gemacht und dann, sah alles sehr erfolgslos aus, hatte dann in der Bundesliga aber seinen größten Höhepunkt. Wahrscheinlich wäre das jetzt in der Zeit gewesen, 2021 und da ist ein 18-Jähriger das erste Mal in der Bundesliga für Stuttgart auf dem Feld, wäre wahrscheinlich 5 Millionen wert gewesen. Aber das ist ja sowieso ein schwieriges Thema, wie sich der Fußballer hingehend entwickelt hat. Ja, er wurde dann freigelassen. Und jetzt ist er beim FCM, trainiert er mit und zeigt auch keine schlechten Leistungen scheinbar. Denn das hat das Testspiel definitiv gezeigt. Hat zwar in seiner Karriere erst 54 Profispiele gemacht, das ist schon wenig, beziehungsweise Allgemeinspiele. Und dementsprechend sich auch noch nicht so zeigen können. Die Qualität, wie gesagt, man hielt sehr, sehr viel von ihm in Stuttgart damals. Und ja, das hat er eigentlich grundsätzlich auch schon in den Ansätzen bewiesen. Hat zwar genauso viele Scorer wie gelbe Karten, auch das ist jetzt ein Punkt, der nicht wirklich für ihn spricht. Aber wir wollen direkt mal in seine Highlights reingucken von der Saison 22-23 in Polen. Und da werden wir vielleicht ein paar interessante Akzente finden. Er steht da gut, nimmt da den Ball gut mit, ist auch schlecht verteidigt, muss man an dieser Stelle sagen, aber ein schöner, satter Abschluss. Und wie gesagt, die Geschwindigkeit ist, glaube ich, das, was uns allen auffällt, die ist unglaublich ekelhaft für jeden Gegner zu verteidigen. Auch hier steht er wieder gut und läuft sich dann dementsprechend frei, ist sehr, sehr schnell, sucht den Abschluss und hier auch wieder ein Tor, was wunderschön gemacht ist. Ein lockerer Abschluss, sicher auch, selbstsicher, macht ihn dann dementsprechend rein. Seine Dribbelqualitäten sollte man auch definitiv nicht unterschätzen, weil das war ein wunderschöner und satter Schuss. Auch hier wieder sehr, sehr schnell, man sieht es einfach. Er ist ein Spieler, der ein ganz anderes Element reinbringt, was Geschwindigkeit angeht. Sieht unglaublich dynamisch auch aus und kann, denke ich mal, auch so ein ähnlicher Spieler sein wie ein Amici, der auch über diese unglaubliche Geschwindigkeit und Dribbelstärke kam, obwohl das vielleicht sogar nochmal bei ihm ein Zahn schärfer ist und er da nochmal ein bisschen mehr Dribbelqualitäten hat vielleicht und die Geschwindigkeit, was mich halt sehr stark wundert bei so einem Spieler, warum der seit 1,5 Jahren vereinslos ist, weil er bringt halt gar nicht diese Fähigkeit mit, vereinslos zu sein, weil er ein unglaublicher Spieler zu sein scheint und vor allem dritte Liga definitiv spielen kann, so wie es aussieht.
Und deswegen würde ich es grundsätzlich, wenn man das hier nun sieht, sind natürlich auch nur die Highlights, da weiß man natürlich nicht, wie es schlecht aussieht, aber hier geht er auch wieder perfekt am Gegenmann vorbei durch seine Geschwindigkeit, setzt sich da perfekt durch, also die Grundlagen scheint er definitiv mitzubringen, höher zu spielen. Sieht auch hier da, dass er frei steht und spielt einen guten Pass, also wie gesagt, die Basics kann er auf jeden Fall und das reicht meistens schon für sehr, sehr viel aus. Vor allem in der Regionalliga. Und da kommen wir nämlich dann beim Punkt gleich, wo wir hinwollen. Nach dem letzten Clip wahrscheinlich. Auch hier setzt er gut nach, gutes Pressing. Aber natürlich reicht das hier erstmal nicht für eine Balleroberung. Aber vielleicht kommt da noch was. Ja, setzt nochmal nach, holt sich dann den Ball, klärt zum Einwurf. Auch das wieder gut gemacht. Wie gesagt, Pressingverhalten scheint auch gar nicht so schlecht zu sein. Ist ein Mann, der sehr, sehr viel gehen möchte. Und faul war das auch nicht. Und bietet sich dann direkt wieder an. Also wie gesagt, ich finde es nicht so schlecht, was ich hier sehe. Aber wie gesagt, das kann auch täuschen. Kann im Endeffekt, wenn man es hier so sieht, alles außen spielen und innen. Was Stürmer angeht. Und deswegen würde ich persönlich, so das, was ich gesehen habe, ich weiß nicht, wie er im Training spielt, deswegen kann ich das natürlich nicht beurteilen. Aber ich wäre ein großer Fan davon, wenn man ihm die Chance gibt, sich aufzubauen beim FCM 2. Okay, FCM 2 gibt es nicht. Hier, Magdeburg 2, und man ihn hier vielleicht in den Kader holt, weil vor allem über die Außen fehlt uns hier ein bisschen Stärke, sind wir nicht so stark aufgestellt. Und man dann ihm hier einfach die Chance bietet, nochmal etwas zu leisten. Ich glaube, das wäre äußerst fair und ich glaube, das würde ihm auch weiterhelfen. Vor allem, wenn er diese gute Leistung gebracht hat. Da muss man aber dann schauen, wie es genau für ihn weitergeht. Ich denke mal schon, dass das für beide Seiten vorteilhaft wäre. Also, wie gesagt, die Anlagen bringt er ja mit. Und eure Meinung sehe ich da unglaublich gerne in den Kommentaren. Wie gesagt, noch ein so junger Spieler, der sich auch nochmal weiterentwickeln kann und sich dann vielleicht über die Liga auch empfehlen kann und man vielleicht auch nochmal eine Ablöse generieren könnte. Also ich denke mal, dass das schon ein Spieler ist, der für den FCM auch sehr interessant sein kann. Vor allem für die zweite Mannschaft meiner Meinung nach. Ein Spieler, wenn er darauf Bock hätte, würde ich definitiv ihm das so vorschlagen. Also ich denke schon, dass das gut für ihn wäre. Meiner Meinung nach. Schreibt eure Meinung aber unbedingt in die Kommentare, da bin ich sehr, sehr gespannt. Und damit, ciao Leute, und noch einen wunderschönen Tag.